Eine passive Einnahmequelle für unseren Hof ist immer lohnenswert. Damit unsere laufenden Kosten gedeckt sind, kann man sich ganz einfach so eine Elektrizitätsquelle auf den Hof stellen und damit Geld machen. Ja, und welche dieser Elektrizitätsquellen lohnt sich denn hier am meisten? Womit machen wir denn am meisten Cash? Das habe ich alles getestet, schön über ein ganzes Jahr getestet, denn die Einnahmen schwanken und auch Jahr für Jahr schwanken die. Das heißt, die Zahlen, die ich habe, sind circa Werte. Also im nächsten Jahr wären sie wahrscheinlich wieder etwas anders oder wieder ein bisschen, je nachdem wie viel Sonnenstunden oder Windstunden wir hier natürlich haben. Ja, und wie gesagt, das ändert sich nicht nur von Monat zu Monat, sondern eben von Jahr zu Jahr. Und das habe ich jetzt ein Jahr lang getestet mit jeder dieser Quellen sozusagen. Das hier ist ganz nice. Das Solarpanel richtet sich auch immer nach der Sonne aus automatisch. Das dreht sich immer. Und ansonsten haben wir hier natürlich die beiden großen Windräder. Wir gehen mal eben hier in das Baumenü rein und da sehen wir die gewaltig großen Windräder. Ja, das ist natürlich krass, aber die kosten natürlich dann auch dementsprechend viel. Was das alles kostet, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, das einfache kleine Solarpanel. Ganz simpel. Ganz kleines Solarpanel. Und ja, hier haben wir es auch schon. Wenn wir Steuerung P drücken, kommen wir hier zu den Generatoren. Und das letzte Fältchen, das sind die Generatoren. Das Teil kostet 7.800. Das ist gar nicht so viel. Also ratzfatz hingestellt. Mit der gedrückten rechten Maustaste können wir das dann nur noch. Mit der gedrückten rechten Maustaste können wir das dann auch noch ein bisschen platzieren oder ausrichten, wo wir es haben wollen. Und damit haben wir hier schon mal so eine kleine passive Einnahmequelle. Ja, 7.800, lohnt sich das? Ja, klar, da kommt natürlich auch wieder ganz gut Cash rein. Letzten Endes lohnt sich hier ja fast alles von diesen Geräten. Wir machen hier im Monat, sagen wir mal so 200 bis 300 Euro mit diesem kleinen Gerät. Klingt jetzt erstmal nicht viel. Aufs Jahr gerechnet sind wir da bei circa 3.200, 3.300 Euro mit diesem Gerät. Ist einfach, wie gesagt, eine passive Einnahmequelle, damit man so ein paar laufende Kosten damit schon gedeckt hat. Kann man also ganz gut machen. Das zweite Gerät, hier ist es, bleib einfach mal in diesem Baumenü. Das ist das Windrad, die Windkraftanlage. Und die kostet 11.400. Und ja, dieses Gerät produziert, ja, nicht direkt das Doppelte, an manchen Monaten schon, aber wir kommen da schon auf einen etwas höheren Wert. Und zwar so zwischen, sagen wir mal 450, 500 bis ungefähr 600 Euro im Monat. Das kann aber auch schon mal ziemlich stark schwanken. Das heißt, wir kommen auf einen Jahresverdienst mit diesem Windrad von ungefähr 5.400 Euro. Ist auch gar nicht so schlecht, also kann sich schon ganz gut sehen lassen. Gerade eben für den Einkaufspreis, ne, haben wir hier 5.000 Euro im Jahr zusätzlich und nach 2 Jahren haben wir ja quasi dann schon den Einkauf sozusagen wieder raus und ab da macht man dann einfach Plus. Ja, wie gerade schon gesagt, die nächsten Geräte. Auch hier das Solarpanel, richtig nice. Es richtet sich halt immer schön nach der Sonne aus, was natürlich wichtig ist für den maximalen Ertrag im Solarbereich. Und das Teil kostet 93.000. Nicht ganz günstig, muss man erstmal übrig haben, gerade für den Start. Wir kriegen allerdings mit diesem Teil pro Monat zwischen 2.500 und knapp 5.200 Euro pro Monat raus. Also, das schwankt heftig. Also in den Wintermonaten ist es weniger. Da sind wir eher so bei 2.000, 3.000. Und in den Sommermonaten natürlich deutlich mehr. 4.000, 5.000, bis über 5.000 Euro in den Sommermonaten. Das heißt, wir haben aufs gesamte Jahr gerechnet dann einen Preis oder einen Wert
von 43.000 Euro mit diesem Gerät. Also komplett aufs Jahr gerechnet 43.000 Euro. Also auch hier wieder, ja, ich sag mal 2 Jahre, 3 Jahre, dann hat man das natürlich auch schon wieder raus und ist schon wieder im positiven Bereich. Jetzt wird es natürlich richtig groß. Wir haben hier die großen beiden Windräder, deutlich teurer, 155.000 Euro für das große oder normal große Windrad hier. Das ist schon ein Hammer. Aber auch da steigen dann natürlich auch nochmal ganz heftig die Preise, beziehungsweise das Einkommen. Aber auch hier gibt es extreme Schwankungen. Bedeutet also, wenn du das mal testest, kann es durchaus sein, dass du in den einzelnen Monaten ganz andere Werte rausbekommst. Ich habe hier Werte von 2.300 bis über 8.000. Also extreme Schwankungen. Ich habe zum Beispiel einen ganz schlechten Monat im Mai gehabt. Da war ganz wenig Wind offenbar. Oder auch im Februar mit 3.000, 4.000 Euro nur an Einnahmen. Also auch der Wind schwankt extrem. Dafür im September über 8.000 Euro an Einnahmen. Alles in allem bin ich dann trotz allem bei dem Windkraftwerk hier auf fast 60.000 Euro im Jahr gekommen. 59.800. Also auch das schmeckt doch schon. Dafür, dass wir eben hier 155.000 ausgeben, ist das natürlich auch schon ein heftiger Kurs. Ja, und dann das ganz große Gerät, das ist natürlich der absolute Hammer, kostet aber auch 750.000. Mann, 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 Mann. Ja, so viel Cash muss man übrig haben. Oder man startet das Game komplett erstmal mit 1 Million. Und wenn man das drinne hat, ja, und das investiert hat in das große Windrad, macht man hier pro Monat 18.000, 25.000, 27.000, 34.000. Also auch hier schwankt es extrem, aber man kommt eben auf richtig, richtig viel Cash im Monat. Der schlechteste Monat war hier der Oktober mit 10.000 nur und der beste in dem Test war 34.000 Euro bei dem ganz großen Windrad und insgesamt bin ich hier auf 260.000 Euro gekommen. Bisschen aufgerundet, 259.500 ungefähr. Also das ist doch auch mal eine Ansage. Man braucht da natürlich ein bisschen länger, dass man die Kosten wieder raus hat, die man investiert hat. Aber jeden Monat so viel Geld zu verdienen, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig solide Einnahmequelle. Ich habe jetzt gerade noch mal eben die kompletten Durchschnittswerte, also auf den Monat gerechnet, noch mal durchgenommen. Das heißt, wir fangen hier an, bei dem kleinsten Gerät haben wir durchschnittlich 274 Euro pro Monat. Bei dem Gerät sind wir durchschnittlich bei 451 Euro im Monat. Bei dem Gerät sind wir durchschnittlich bei 3.585 Euro im Monat. Bei dem großen oder mittelgroßen Windkraftwerk sind wir durchschnittlich bei 4.989 Euro. Und bei dem ganz großen Windkraftwerk sind wir im Monatsdurchschnitt bei 21.624 Euro. Ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Das Ganze hat wahnsinnig viel Zeit gekostet. Wenn es dir geholfen hat und gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.